Hallo, herzlich willkommen auf der Finca Can Dolç, süß auf Mallorquin. Wir sind hier in Santa Maria, circa 15 Minuten von Palma entfernt, und Santa Maria ist die Anlaufstelle für Fincas nahe Palma. Finca Can Dolç hat 31.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, 11.000 Quadratmeter sind davon angebaut mit Wein, und der Winzer kümmert sich auch um die Maintenance. Nachher vom Ertrag gibt man ein paar Flaschen ab und sonst hat man nichts mehr damit zu tun. 1500 Quadratmeter sind angelegt mit Obstbäumen und der Rest ist halt Acker, und da pflügt man einmal im Jahr mit dem Trecker drüber. Das Anwesen hat 950 Quadratmeter bebaute Fläche. Die Spanier reden über bebaute Fläche, das sind für Deutsche, wie gesagt, 500 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben 8 Schlafzimmer, 7 Badezimmer. Und das Schicke hier ist, wir haben es innen drin schön modern schick, mit Travertinböden, mit Edelstahl, industriellen Touch mit dabei. Das heißt außen mediterran Flair, innen drin schick, modern. Aber wir werden durchgehen durch das Highlight. Das ist das Tolle hier am Entree. Und dann gehen wir gleich mal durch. Hier im Highlight der Finca die Gartenanlage, die Pool Area, super toll gepflegt. Die Palmen sind wie der Wächter der Finca, wo man auch nochmal von der Fassade aus sieht, wie toll es im mediterranen Stil ist. Naturstein kombiniert mit hellen mediterranen Farben, die nochmal diesen mediterranen Flair geben. Ich nenne es persönlich die Toskana Finca. Es gibt einen Hauch von toskanischem Flair auf Mallorca, dank den Zypressen, dank der tollen Fassade und der schön angelegten Pool Area. Hier haben wir viele verschiedene Sitzecken, die wir nutzen können, morgens unseren Käffchen trinken und mit Blick in die Natur. Man spürt hier die Ruhe, die Gelassenheit, und das ist es, was eine Finca mit viel Land hergeben soll. Es ist das Retreat, das Hideaway für die Leute, die die Ruhe suchen. Sehr gut konzipiert sind hier die verschiedenen Sitzecken. Hier haben wir einmal die Sitzecke für den Morgenkaffee mit Blick in die wunderschöne Natur. Hier drüben haben wir die Sitzecke für lange Abende mit der Familie. Alle passen hier drauf und haben lange Abende im Schattenplatz. Da drüben haben wir den Barbecue-Bereich oder aber auch die Chill-Out-Area. Ach ja, und dahinter haben wir noch eine schicke Sauna. Das heißt, auch im Winter kann man diese Finca toll benutzen. Und wer sich traut, im Winter dann eventuell einmal reinzuspringen und ein paar Bahnen zu ziehen, was Besseres kann man sich auch kaum vorstellen. Eine helle Küche, stylisch mediterran, belichtet von vielen Seiten. Wir haben hier einen Weinkühler, aber da werde ich euch gleich noch was Schöneres zeigen. Wir haben unten einen Weinkeller, der kommt später. Wie gesagt, es ist hell, es ist sehr gut belichtet. Wir gucken von hier aus raus auf den türkisen Pool. Hier haben wir die Verknüpfung mit dem Innenpatio, was natürlich fantastisch und praktisch ist, denn auch in Wintertagen, wenn es etwas stürmisch ist, aber die Sonne scheint, können wir da prima unser Kaffee schlürfen. Und wir gehen jetzt hier weiter ins Wohnzimmer. Kommt mal mit. Das ist eigentlich der Raum, wo die Familie zusammenkommt, an den Wintertagen eventuell, abends. Die ganze Familie passt auch aufs Sofa. Wir haben hier den Fernseher, der ist jetzt im Spiegelmode. Unten drunter ist der Kamin. Das heißt, auch so bekommen wir ein Wohlfühlambiente hin. Einmal im Masterschlafzimmer sehen wir, wie wir von den Travertinböden auf den Holzboden kommen. Das gibt natürlich noch mal ein bisschen den Wärmeeffekt. Wir haben oben die Holzbalken und wir schauen jetzt hier einfach mal ins Masterschlafzimmer rein. Wir sehen auch hier wieder, es ist hell, es ist belichtet. Wir haben hohe Decken, wieder die Holzbalken, Fernseher, Spiegelmodus und auch wieder ein Kamin. Wie gesagt, auch eine Finca ist im Winter toll gemacht. Eine tolle Verbindung vom Haupttrakt zum Gästetrakt verläuft über diese tolle Brücke. Sowohl als auch kann man auch unten durch den Innenpatio gehen. Den schauen wir uns aber jetzt erstmal. Und jetzt zeige ich euch den wunderschönen Innenpatio der Finca Can Dolç. Kommt mal mit. Wie wir sehen, ist hier die Verbindung zur Küche, wie ich schon vorhin erklärt habe, wo man auch den Käffchen oder das Käffchen an Wintertagen mit etwas mehr Wind genießen kann, trotzdem die Sonne hat. Hier links haben wir den Kamin, wo oftmals die Familie lange Abende, wie gesagt, auch im Winter verbringt. Windgeschützt. Dafür dient dieser tolle Innenpatio, mal abgesehen von der tollen Atmosphäre. Und im Gästetrakt finden wir Platz bis für zu 4 Personen, 2 Doppelschlafzimmer, Ensuite. Im EG haben wir das Fitnessstudio mit einer separaten Küche. Im Obergeschoss haben wir 2 Doppelschlafzimmer Ensuite mit modernen Bädern. Oh,
ihr seid schon hier. Ich gucke gerade, Marcia Butler, 1856, ist einer meiner Lieblingssorten. In dem Fall 2018. Tolle Weine. Ich sehe auch gerade, die Einteilung ist hier so. Wir haben hier den Rotwein, da drüben den Roséwein und den Weißwein. Es sind auch tolle Jahre mit dabei, 2017, 2020. Wow, schick. Hier im Untergeschoss haben wir den fantastischen Weinkeller, das Spielezimmer und natürlich auch die Weinproduktion hinter uns von 600 Flaschen, die man auch mit dem Winzer traden kann. Der Bereich ist eigentlich ein Bereich, wo die Familie auch wieder zusammenkommt und zusammen Zeit verbringt. Und eins der tollen Features zeige ich euch gleich. Aber bevor ich euch das Highlight zeige, wollte ich noch mal hier drauf hinweisen. Hier unten ist es natürlich etwas mehr ausgeflippter. Man hat eine coole Beleuchtung, aber auch diese Wölbung hier ist fantastisch. In dem Sandstein, in dem Maressstein, indirekt beleuchtet. Gibt auch nochmal das Feeling von Weinkeller. Ja. Und komm, jetzt schauen wir uns das Highlight erstmal an. Das ist fantastisch. Riesengroß.